Boden- und Geräteturnen. Das war Ursula Wagners Sportart in der Jugend. Unser Trainer hatte die lustige Angewohnheit zum Aufwärmen, die Turnhalle hoch und runter, 3-mal im Flickflack. Und dann ging es natürlich immer voll auf die Hand. Und ich schätze mal, das war so der Anfang, dass die Gelenke gesagt haben, jetzt aber nicht mehr. Ursula Wagner kennt die Beschwerden schon von ihrer anderen Hand. Ja, so ganz am Anfang war immer wieder so ein leichter Schmerz vorhanden und das wurde dann auch mehr. Flaschen öffnen mit Drehverschlüssen, so gut wie nicht machbar. Milchtüten, die ja seitwärts diese Verschlüsse haben, also diese Drehung aus dem Daumensattel heraus, war gar nicht mehr machbar. Nudelwasser abgießen oder dergleichen. Dose aufmachen. Immer wieder, kannst du mir mal helfen? Also nicht das Wahre für eine Hausfrau. Und nachdem ich gute Erfahrungen bei der ersten OP gemacht habe, bin ich halt nochmal ins BGU. Die Handchirurgie dort steht inzwischen unter neuer Leitung. Professor Christoph Hirche wird für Ursula Wagners rechte Hand eine andere Behandlungsmethode vorschlagen. Frau Wagner stellte sich bei uns vor, nachdem sie halt über mehrere Monate zunehmende Beschwerden in ihrem Daumen bemerkt hat. Diese Beschwerden haben sich vor allen Dingen im Alltag dargestellt und sie gab halt auch an, Einschränkungen bei ihrem Lieblingshobby beim Puzzeln gehabt zu haben. Dann sehe ich genau hier die beiden Herzchen und den schmalen Teil und den Farbe. Dann setzen wir das ein. Schon wenn man die beiden Finger zusammenführt und aneinander drückt, merkt man ja die Spannung hier. Und das wurde eben zusehends schmerzhafter. Wir haben den Daumen erstmal ausführlich untersucht und es stellte sich halt zusammen mit einem Röntgenbild des Daumens, des Sattelgelenks heraus, dass dort eine fortgeschrittene Arthrose vorliegt, und zwar auch in einem Stadium, wo in der Regel nicht operative Maßnahmen nur noch eine Beschwerdelinderung mit sich bringen, aber häufig nur noch über eine kurze Zeit. Und diese fortgeschrittene Arthrose ist meistens ein Grund, über eine Operation zu sprechen, um eben halt dauerhaft die Funktion wiederherzustellen und die Schmerzen zu nehmen. Und wir haben dann gemeinsam anhand des Röntgenbilds die verschiedenen möglichen Operationen besprochen. Es gibt Operationen, bei denen man den Knochen entfernt, der betroffen ist, das Gelenk letztlich rekonstruiert. Oder es gibt mittlerweile sehr gute Prothesen, wie man das von den großen Gelenken vor allen Dingen kennt. Wir haben ja festgestellt, dass grundsätzlich... Das ist eine kleine Gelenkpfanne hier, die sehr klein ist. Und dann ist hier einmal der Schaft, der in den anderen Knochen kommt, und der Hals mit dem zweiten Kugelkopf, um halt das eigentliche Gelenk zu spiegeln. Zeiten hat, also wir reden das. Kann man mal sehen, wie frei das ganze Gelenk sich dann bewegt und eben diesen neuen Rotationsbewegungsausmaß möglich macht. Ich kann Ihnen das noch mal zeigen, wie das dann vielleicht hier auch eingebracht wird. Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen. So liegen dann die Komponenten hier drin und können sich dann halt mit dem Daumen zusammen bewegen. In alle Richtungen, da wo sie hin müssen. Und das ist ja eine wichtige Bewegung. Und Sie sehen, wie das Gelenk sehr schön mitmacht, weil es halt diese zwei Köpfe hat, die sich ineinander bewegen. Habe ich mit meinem Mann drüber gesprochen, sag ich, bevor ich jetzt lang rumdokter mit irgendwelchen Hyaluronspritzen und Schienen und den ganzen Krempel, lasse ich es gleich machen, habe ich es hinter mir, geht gut. Für die rund einstündige Operation wird der komplette Arm betäubt, um die Prothese einzusetzen. Sie ähnelt in ihrem Aufbau einer Hüftprothese. Die Vorteile sind vor allen Dingen, dass man halt eine Biomechanik wiederherstellt, bei der der Finger, das Sattelgelenk, halt schon nach wenigen Tagen wieder bewegt und nach wenigen Wochen voll belastet werden kann und viel früher eben als bei den herkömmlichen, klassischen und verbreiteten Verfahren. Und das vor allen Dingen ist aus meiner Sicht und Erfahrung wirklich der Schlüssel zum Erfolg, nach wenigen Wochen schon wieder eine fast vollständige Funktion des Daumensattelgelenks wieder zu erreichen. Und tatsächlich, nach wenigen Wochen trägt Ursula Wagner nur noch aus Vorsicht einen Schutz um ihr Handgelenk. Wollen Sie das mal abmachen? Wir schauen uns mal die Narben an. Wie empfinden Sie jetzt die Narben? Die sind eigentlich relativ wenig sichtbar, gell? Ja. Ja. Keine Probleme. Sie können alle Bewegungen machen? Alle Bewegungen super. machen. Schmerzfrei auch? Schmerzfrei. Sehr schön, so soll es sein. Das heißt, die Bewegung funktioniert auch wieder komplett. Ja, komplett. Ich kenne das ja auch von der linken Hand her. Das wurde ja vor 4 Jahren schon operiert auf die herkömmliche Art. Und das hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis die Hand wieder voll funktionsfähig war. Die war ja erst mal 6 Wochen komplett durchgestellt und dann langsam, im Gegensatz jetzt diese Version, nach 6 Wochen war die Hand eigentlich schon wieder voll gebrauchsfähig. Und das ist das, was Sie jetzt bewegen.
Und sollte jetzt dieser Verschleiß irgendwann weitergehen und die Prothese sich lockern, wovon wir nicht ausgehen, dann gibt es immer noch diese entfernenden Verfahren, wo tatsächlich das, was man sonst früher gemacht hat, dass man einfach nur dieses große Vieleckbein entfernt hat, als arthrosetragenden Knochen immer noch entfernen kann und hat sich eigentlich nichts vertan. Aber sie haben halt 10 Jahre eine bessere Funktion und auch eine schnellere Beweglichkeit wieder gehabt. Ja, das war hervorragend. Und jetzt zurück zum Puzzle. London is calling. Das ist also das Wunderwerk, was jetzt wieder hervorragend funktioniert, obwohl es viele kleine Teile sind. Das ist so meins. So entspannen und eben auch ein bisschen die Hände zu üben. Und da sitze ich aber auch teilweise doch so 2, 3 Monate dran. So 2 Stunden am Tag. Aber eins nach dem anderen.